Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich von Saber Trio einen sehr schönen griffeligen, den Aerin. Ich stocke hier schon bei der Aussprache, keine Ahnung, ob das richtig war. Den kann sich im Grunde jeder von der Stange kaufen, aber am Ende ist dieser Griff dann doch ein Unikat geworden. Denn hier, das möchte ich direkt am Anfang sagen, unser Discord-Mitglied MJ hat hier wieder hervorragende Arbeit geleistet, was das Weathering angeht. Seht euch das mal an. Normalerweise ist der Griff total clean. Also all diese glatten silbernen Flächen, die sind ja nicht hochglanzpoliert, aber das ist beschichtetes Aluminium ohne irgendwelchen Schnörkel, ohne irgendwelche Flecken. Das Leder kam neu hinzu, das Lederband sowieso. Das ist dann wirklich edoxiertes schwarzes Aluminium. Das sieht total clean aus, viel zu clean. Da kann ich sicher auch noch mal ein Bild einblenden. Ja, und alles andere ist jetzt Geschichte. Hier ein paar Kerben, dieser ganze Alterungseffekt, wunderbar, wunderschön. Also nochmal ein Riesenlob. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ursprünglich kam der Griff auch als Taschenlampe an. Ich kann mal gerade zeigen, wie das Chassis aussah. Das war hier dieser kleine Trümmer. Also so ein bisschen Hand anlegen musste man da noch selber. Dann eine High-Power-LED, ein Taster und das war es auch schon. Also hier hätte man noch einen Speaker einbauen können und ich weiß nicht, welches Soundboard da reingehört, aber naja. Wollten wir alles nicht. Wir wollten hier eine Neopixel-Klinge drin haben. Deswegen wurde es am Ende dieses Chassis hier. Ich habe jetzt den Akku mal rausgenommen. Also ein herausnehmbares Chassis mit einem Profi 2.2, Killswitch, 28er mm Lautsprecher, 18650er Akku, der hier reinpasst und hier wieder eines dieser 10-poligen Connector-PCBs, die nur in eine Richtung montiert werden können. Deswegen haben wir hier auch dieses kleine Löchlein. Innen ist ein Stift, der genau da reinpasst und auch nur die eine Position zulässt. Also wenn man das reinsetzt, dann muss man ein bisschen drehen, bis es weiter reingeht und dann hat man die Lage gefunden und dann schraubt man den Knauf wieder zu. So, wir aktivieren auch hier direkt mal das Chassis. Killswitch umlegen. Ist noch ein bisschen leise, das ändern wir gleich. Ich habe hier einmal den Obi-Wan-Font und dann dazu ein paar Basic-Styles, damit wir testen können, dass hier auch alles läuft. Warum habe ich jetzt hier einen 10-poligen PCB? Das liegt daran, dass dieser Griff hier einen RGB-Taster drin verbaut hat. Und der hat alleine 6 Anschlüsse. Der hat einmal für den Taster selber, Button 1 und Ground. Und dann haben wir noch 4 Anschlüsse für die LEDs. Rot, Grün, Blau und dann noch wieder Ground für, das ist aber ein anderes Ground, für eins der LED-Pads. Wir haben ja 6 davon. Auf der anderen Seite habe ich jetzt hier noch schön eingebaut, der war vorher auch nicht da, einen AUX-Button. Der lässt sich auch wunderbar drücken. Der hat dann auch nochmal Button 2 und einen Ground. Man kann hier natürlich Ground und Ground miteinander verbinden. So spart man sich was. Und dazu aber noch wollen wir natürlich hier oben hin zur Neopixel-Klinge. Und allein dafür, damit das Ding auch wieder Quantum Blade tauglich ist, brauchen wir hier nicht nur eine Leitung, sondern mindestens 2. Ja, und da kam eigentlich nur dieses PCB in Frage, damit wir all diese Leitungen bedienen können. Und theoretisch hatte ich am Ende hier eine Leitung zu wenig, aber eben um diesen, genau das muss ich euch noch zeigen, damit man den hier überhaupt betreiben kann, braucht man ein kleines PCB. Das zeige ich euch mal gerade, Sekunde. Aus der Rubrik, ich habe da mal was mitgebracht. So, ich habe davon noch ein paar. Also das ist am Ende hier nur so ein kleines Ding. Also wir haben hier 5 mal, weiß der Kuckuck wie viele. Den kann man hier halt locker rausbrechen. Und dann steuert man im Grunde auch wirklich nur an plus LED-Pad 1 bis 6 und Data. Die kommen von der Seite rein. Und hier das 5 Volt Pad vom Profi benutzen. Und dann werden diese 4 Anschlüsse, deswegen genau, die vier Anschlüsse von dem Schalter selber kommen nicht direkt ans Connector-PCB, die kommen hier ran und werden dann hier mit diesen 4 kleinen Löchlein verbunden. Genau, so und dann
erst dann funktioniert das Ding auch, weil hier die Information für Data reinkommt. Am Ende des Tages hatten wir aber immer noch eine Leitung zu wenig, was den Konnektor angeht. Deswegen musste diese eine LED in dem Schalter, die daran angesteuert wird, die wird vom gleichen Data-Kabel, vom gleichen Data-Pad wie die Klinge bedient. Also das heißt, diese LED im Taster macht das gleiche wie die erste LED in der Klinge. Nur so als Info. Aber am Ende sitzt die Klinge so tief, das sieht kein Mensch. Man sieht das hier höchstens, also wenn der Style auch komplett anders sein sollte. Also wenn ich hier zum Beispiel einen roten Taster habe, also einen rot leuchtenden Taster und hier eine grüne Klinge, dann werde ich hier eine rote LED drin sehen, während der Rest grün leuchtet. So, können wir auch nachher mal gucken. Ja, dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb, würde ich sagen. Einmal den Griff aufschrauben und dann das Chassis. Das ist auch so ausgerichtet, dass, also man muss hier nicht groß suchen, wenn man weiß, dass das Profi-Board und der Taster hier in der Flucht die richtige Stellung sind. Ich verschiebe es mal gerade so ein bisschen. Dann merke ich, okay, geht bis hierhin. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter drehe, so ein bisschen locker. So, da hat es geschnappt. Und jetzt weiß ich, hier kann ich jetzt zudrehen. Habe ich das Ding angemacht? Ja. So, und jetzt. So, wir hören direkt Obi-Wan. Wir machen es ein bisschen lauter. Power festhalten. Taster drücken. Ja, wunderbar. So, der sollte hier ein bisschen nicht blinken, sondern rauf und runter fahren hier. Genau, das tut er auch. Sehr gut. Und wir sehen auch hier diese eine LED, die leuchtet. Das lässt sich leider nicht verhindern. So, wenn ich das Ganze dann zünde, das kann man eben einstellen. Ne? Das kann man alles einstellen. Ich kann auch theoretisch sagen, wenn das Lichtschwert aus ist, dann soll hier auch nichts leuchten, dann leuchtet hier oben auch nichts. Aber das war der einzige Weg, das Ding RGB-fähig zu machen, diesen Taster. Ja, so sieht's aus. Und gehen wir direkt mal auf den Ton. Der ist sehr gut. Das ist eine 8. Oder eine 8,5. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Wir können jetzt hier mal gerade durch die... Ja, eine Testklinge wollte ich noch. Sekunde. So, wir sehen jetzt hier auch, dass die Klinge hier unten ein bisschen leuchtet. Wirklich ein bisschen. Das sieht jetzt auf der Kamera ein bisschen doller aus, als es in Wirklichkeit ist. Wir können hier mal durchschalten. So. Ihm zum Beispiel habe ich gesagt, du bist aus, du machst genau das, was die Klinge macht. Und hier wunderbares Grün. Und jetzt ein bisschen fetzigeres Blinken. Also das soll einfach nur zeigen, was möglich ist. Und dann, wenn ich ihn anmache, dann haben wir hier den schnellen Regenbogen. Der wechselt halt ständig die Farben durch. Heißt einfach, das ist wirklich eine RGB-LED, die da drin steckt und macht ja wunderbare Farben. Ich liebe diesen AV, also diesen AV-Switch heißt er ja, Anti-Vandalismus-Switch-Taster, weil man da eben nicht rankommt. Mit dem Ring, ich finde die total toll. So. Ja, sehr cooler Griff. Absolut cooler Griff. Mein Fazit zu dem Griff, ich finde ihn total toll. Der sieht sowieso super spitze aus, durch dieses ganze Altern und so weiter. Also ja, der hält sich nicht nur besser, der sieht einfach auch total toll aus. Dazu einfach der Taster, der in verschiedenen Farben leuchten kann. Dieser Akzent-LED, der da drin ist, die hebt dann nochmal den Taster schön hervor. Der AUX-Button ist auch sehr dezent hier, das ist auch total gut. Das ist alles einfach stimmig, der klingt auch noch super. Wir haben genügend Platz oben, die Klinge zu befestigen, die ist tief genug versenkt. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem bei Thin Necks, dass die Klinge oben genügend Halt haben muss. Wir kommen hier easy ans Chassis ran, einfach aufdrehen, Chassis rausziehen, Akku wechseln oder flashen, weiß der Kuckuck, was man damit machen möchte. Ja, eine rundum coole Lösung und ein rundum cooles Schwert. Falls ihr euch jetzt denkt, boah, mein Griff, der langweilt mich auch, dann
joint einfach den Discord. Ich habe den Link unten nochmal, wie immer unter meinen Videos nochmal gepostet. Da gibt es genügend Rubriken, unter anderem halt auch Weathering, und da findet ihr immer jemanden und speziell halt MJ. Wir haben halt viele fähige Leute, die das können, und ich schicke sie immer zu ihm, weil er eben diese tolle Arbeit leistet. Und ja, falls ihr denkt, euer Griff sei stinklangweilig, so wie er ist, so wie ich ihn von der Stange gekauft habe, dann kommt in den Discord, holt euch Hilfe, und die kriegt ihr dann dort. Nein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked gerne dieses Video, drückt auch gerne den Abo-Knopf. Das hilft mir und dem Kanal weiter zu wachsen. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund, bis dahin.